Bitte? Ich will eigentlich das Gas zünden. Wie ihr jetzt gerade sehen konntet, haben wir vor dem neuesten Testlauf einen Temperatursensor ins Abgas des Triebwerks installiert. Und da war jetzt ein bisschen schade, dass es in der Einkameraaufnahme da relativ starke Reflexion gab, man das nicht so gut sehen konnte. Aber in der großen Überblicksaufnahme kann man die Temperatur ja dann immer so ein bisschen ablesen. Da werden wir aber in Zukunft auch ein Auge drauf halten. Hier konntet ihr ja 2 verschiedene Testläufe sehen und bei dem ersten Testlauf haben wir gesehen, dass es tatsächlich deutlich über 1000 Grad gegangen ist, die Abgastemperatur so bis so 1200 Grad. Das war jetzt im zweiten Testlauf tatsächlich schon was geringer, wo wir auch höhere Drücke erzeugt haben. Im ersten Testlauf waren das so 0,05 bar. Im zweiten Testlauf hatten wir dann mit verringerten Temperaturen 0,1 bar. Das heißt, hat das Triebwerk wahrscheinlich schon deutlich höhere Drehzahlen gehabt. Mit einem höheren Luftmassenstrom. Wir haben dann da trotzdem noch mal ordentlich Gas gegeben und hatten irgendwie gehofft, dass man irgendwann so einen Punkt überschreitet, wo dann das Triebwerk wirklich dann mal höher dreht und sich dann noch mal alles ein bisschen abkühlt, auch die Turbinenschaufeln. Das ist jetzt so nicht passiert. Wir hatten da aber auch wieder Probleme mit, dass eine Gaskartusche leer war und dann konnten wir wieder nur mit einer Gaskartusche das regulieren. Das ist nicht so einfach, als wenn man über 2 Gaskartuschen hat, wo die eine Flüssiggas bereitstellt, das andere Gas eben in der Gasphase. Und das werden wir in Zukunft noch mal besser angehen. Ansonsten ist es ja so, dass viele von euch kommentieren, dass wir auf Kerosin umsteigen müssten oder generell einen höheren Gaseinsatz bräuchten. Da bin ich prinzipiell ein bisschen skeptisch, weil man ja natürlich schon sieht, dass viel Gas erst hinter dem Triebwerk verbrennt. Ich glaube tatsächlich, dass wir noch so ein bisschen bauliche Optimierung betreiben müssen, dass man vielleicht noch irgendwie Spaltmaße minimiert, dass es einfach insgesamt weniger Verluste im Triebwerk gibt und dass wir dann das Triebwerk halt mit weniger Gas laufen lassen können und es zu geringeren Temperaturen kommt und eben die Turbine auch nicht mehr so hell aufglühen muss. Und deswegen ist das Erste, was wir jetzt machen werden, das Gehäuse von der Turbine neu herzustellen, dass wir da noch mal 1, 2 Zehntel weniger Spalt haben und dann hoffen wir, dass wir dadurch schon vielleicht eine Verbesserung der Gesamtperformance sehen können. Zum Schluss habe ich noch ein Thema, was ich eigentlich ungern anspreche, beziehungsweise generell ungerne mache. Es ist so, dass die neuesten Videos deutlich weniger Aufrufe haben als die Videos vor einigen Jahren, wo das irgendwie im Hunderttausenden Klickbereich sind. Jetzt sind wir so in geringen Tausender-Bereich. Und wenn ihr wollt, würde ich mich tatsächlich sehr freuen, wenn ihr vielleicht ein paar Kommentare da lassen könntet oder das Video auch liken würdet. Ich glaube, das hilft dann tatsächlich schon für die Sichtbarkeit und dass man einfach noch mal ein paar mehr Leute erreichen kann, die sowas tatsächlich auch interessiert.